Du hast in den letzten Tagen schon viel über Hautpflege gelernt. Lass uns heute einige der neueren Behandlungen in Angriff nehmen. Calcineurin-Inhibitoren werden seit 2002 bei der Neurodermitis verwendet und sind wie topische Steroide eine entzündungshemmende Behandlung, mit aber zwei großen Vorteilen gegenüber den Cortisoncremes. Zum einen sind sie bei längerer Behandlungsdauer sicher in der Anwendung und zweitens können sie auch zur Behandlung der Neurodermitis im Gesicht eingesetzt werden. Die allgemeine Idee von Calcineurin-Inhibitoren besteht darin, die Verwendung von Cortison zu reduzieren und sie eben nicht zu ersetzen. Das gilt insbesondere in den Bereichen, in denen Cortison überhaupt nicht oder nur ganz kurz angewandt werden kann. Hierzu gehören zum Beispiel das Gesicht, aber auch der Intimbereich, weil die Haut dort so dünn ist. Nachdem ein Schub erfolgreich behandelt wurde, meistens eben mit einer Cortisoncreme, können wir dann die Calcineurin-Inhibitoren zweimal wöchentlich als proaktive Therapie verwenden. Das dann auch über mehrere Monate hinweg und in den Bereichen, wo die letzten Ekzemherde waren. Kommen wir mal zu den Nebenwirkungen von Calcineurin-Inhibitoren. Die häufigste Nebenwirkung ist ein Brennen auf der Haut in dem Bereich, wo du die Creme aufgetragen hast. Die Kombination von dem Calcineurin-Inhibitor mit deiner Feuchtigkeitscreme kann helfen, dieses Brennen zu lindern. Einigen Patienten hilft aber auch einfach, eine Aspirin zu nehmen. Die zweite wichtige Nebenwirkung ist das Risiko einer Reaktivierung von Herpes, also zum Beispiel an der Lippe. Wenn du zu häufigen Herpes-Reaktivierungen neigst, sprich mit deinem Arzt. Möglicherweise ist das dann eben nicht die richtige Behandlung für dich. Vorsicht! Du solltest Calcineurin-Inhibitoren nicht verwenden, wenn du schwanger bist, stillst oder ein schwaches Immunsystem hast. Vermeide zusätzlich starke Sonnenexposition in den Bereichen, in denen du die Calcineurin-Inhibitoren aufgetragen hast, weil du ein erhöhtes Risiko für Sonnenbrand hast. Gehe nicht ins Solarium mit den Calcineurin-Inhibitoren. Kurzes PS an der Stelle, am besten gehst du gar nicht ins Solarium, weil nämlich jeder Gang dein Risiko für Hautkrebs erhöht. Das aber nur als Seitennotiz. Dein Gesicht kann sich zusätzlich unter der Anwendung von den Calcineurin-Inhibitoren röten, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Alkohol trinkst. Es gibt aktuell zwei Substanzen auf dem Markt. Die eine heißt Pimecrolimus, ihr findet die in der Apotheke unter Elidel, und das Tacrolimus, das Protopic. Elidel kann im Gesicht und am Hals von Erwachsenen und Kindern über 2 angewandt werden. Protopic ist zusätzlich in 2 verschiedenen Konzentrationen erhältlich, die eine 0,03, die andere 0,1%. Die letztere, also die 0,1%, sollte nur von Kindern verwendet werden, die schon älter als 16 Jahre alt sind.